Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urangst vor Wertlosigkeit mit ihrem Angstmerkmal Märtyrertum nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Deine Urangst ist sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeutet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Urängste und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anzuschauen. Das Angstmerkmal Märtyrertum ist das dritte der 7 Angstmerkmale. Weil es sich in der Spalte der Energie 3 befindet, gehört es zur kämpferischen, hingebungsvollen und kraftvollen Grundenergie 3. Zudem liegt es genauso wie das gegenteilige Angstmerkmal Ungeduld auf der Aktionsebene. Beim Angstmerkmal Märtyrertum geht es somit um Aktivität und Handlungen. Alle Archetypen der Energie 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieses Angstmerkmal der weiblichen Dualität zugeordnet. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zum Angstmerkmal Märtyrertum erläutern. Danach werde ich auf die Pole, das befreite Potenzial und die 3 häufigsten Untertypen eingehen. Zum Abschluss werde ich die 6 Kombinationen der Hauptangst Märtyrertum mit den Nebenängsten zusammenfassen. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Angstmerkmal Märtyrertum ausführen. Interessiert dich dein Angstmerkmal, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Krieger, wirst du dich vermutlich sowieso in einer abgeschwächten Form durch das Märtyrertum angesprochen fühlen. Es ist ja der kriegerischen Energie 3 zugeordnet. Menschen mit der Urangst vor Wertlosigkeit kommen zur Auffassung, dass lediglich das Empfinden von Schuld ihr Leben lebenswert macht. Sie glauben, dass sie durch das Aufladen und Abladen von Schuld eine Daseinsberechtigung erhalten. Zudem denken sie, dass sie allein durch ihre Existenz bereits schuldig sind. Das führt dann zum Bestreben, ihren Selbstwert zu erhöhen. Die Menschen erhöhen ihren Selbstwert, indem sie Schuld von ihren Schultern abladen. Somit beginnen sie, ihren eigenen Wert den Mitmenschen zu beweisen und sich für sie aufzuopfern. Sie könnten sich dadurch wie Märtyrer verhalten und daher kommt dann auch die Bezeichnung Märtyrertum. Menschen mit dem Angstmerkmal Märtyrertum klagen häufig über Egoismus, Gefühllosigkeit und Rücksichtslosigkeit anderer. Ihr Handeln ist so selbstlos, dass oftmals alle glücklicher als sie selbst sind. Beispielsweise könnten sie sich für ihre Familie aufopfern, Tiere in Not retten, die Umwelt und das Klima schützen, armen Menschen in Afrika helfen und ein Unternehmen am Laufen halten. Die Weltsicht von Menschen mit dem Angstmerkmal Märtyrertum geht nicht auf, weil jeder Mensch einen Wert hat und man diesen nicht in Frage stellen kann. Möchte man ihnen etwas von ihrer Schuld abnehmen, kann man sie offen davon freisprechen und aufhören, Schuldzuweisungen zu machen. Das Angstmerkmal Märtyrertum besitzt den Minuspol selbstbestrafend und den Pluspol selbstlos. Menschen, die sich in ihrem Minuspol selbstbestrafend befinden, schädigen sich selbst. Sie sind der Meinung, dass sie für ihre Mitmenschen nicht wertvoll genug sind. Sie bestrafen sich für ihr Fehlverhalten und entwerten sich selbst. Dahinter steckt der Wunsch nach Belohnung und Lob der anderen Menschen. Ihr Leben empfinden sie als traurig, einengend und voller Leid. Sie haben das Gefühl, dass sie ihren Wert nie wieder beweisen können. Macht man sie darauf aufmerksam, dass sie sich selbst durch ihr Verhalten schaden, könnte das zu Entschuldigungen und weiteren Selbstbestrafungsakten führen. Menschen in diesem Minuspol könnten ihre Lebenssituation unbewusst so gestalten, dass es ihnen aus finanzieller, gesundheitlicher und sozialer Sicht schlecht geht. Menschen im Pluspol selbstlos handeln uneigennützig. Ihr Verhalten wird verursacht
durch die Angst vor Kritik und Liebesentzug. Es resultiert aus mangelndem Selbstwertgefühl. Es entsteht nicht aus innerer Freiheit und Liebesfähigkeit. Sie unterschlagen ihre eigenen Bedürfnisse und opfern diese für die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Deswegen kann man ihre Selbstlosigkeit als falsche Tugend bezeichnen. Menschen im Pluspol selbstlos sonnen sich in der Befriedigung, die ihnen ihr Verhalten bringt. Durch Reflexion und Abbau der Angst entsteht aus dem Angstmerkmal Märtyrertum ein Wachstumspotenzial, das sogenannte befreite Potenzial. Ich zitiere die Quelle: Die Freude daran, die eigene Kraft für interessante, wichtige und mitmenschliche Ziele verwenden zu können, statt sie zur Bekämpfung von Schuldgefühlen einzusetzen, wird von Tag zu Tag größer. Und wie von selbst verändert sich auch die lobende Resonanz der Mitmenschen, die zuvor ausblieb, die sich jetzt aber allenthalben bemerkbar macht. Statt Undank erntet ein Märtyrer jetzt Dankbarkeit. Statt getreten, gedemütigt oder gemobbt zu werden, sieht er jetzt sein ehrliches Ja und sein Nein respektiert. Seine neue Fähigkeit, eine unzumutbare Belastung abzulehnen oder eine unzuträgliche Aufgabe zurückzuweisen, statt sich willig ausnutzen zu lassen, und die Bereitschaft, Demütigungen nicht mehr demütig hinzunehmen, sondern aktiv dagegen aufzubegehren, dienen dem wachsenden Selbstwertgefühl des Märtyrers in authentischer Weise und bewirken, dass er sich innerlich aufrichtet, zu seiner Kriegerkraft findet und mit ihr nicht nur andere verteidigt, sondern auch sich selbst. Er bietet sich nicht mehr wie zuvor als Opfer an, sondern wird zum Heer seiner Handlungen, seiner Äußerungen und Wünsche. Zitat Ende. Da alle Menschen unterschiedlich sind, äußern sich auch die Angstmerkmale bei jedem Menschen anders. Wenn du beispielsweise in einer wohlhabenden Familie und in sicheren Verhältnissen aufgewachsen bist, wird sich das Märtyrertum bei dir anders auswirken, als wenn du dein bisheriges Leben in Armut und um deine Existenz fürchtend verbracht hast. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen des Märtyrertums können systematisiert und zu Untertypen zusammengefasst werden. Im Folgenden werde ich dir die häufigsten Untertypen des Angstmerkmals Märtyrertum erläutern. Sie heißen Sündenbock, Sonnenscheinchen und tapferes Schneiderlein. Fangen wir mit dem Sündenbock an. Der Sündenbock ist immer verständnisvoll und verzeihend. Egal, was man ihm antut, er wird den Täter in Schutz nehmen und dessen Handeln zu rechtfertigen versuchen. Schließlich wird er selbst dieses schon irgendwie verursacht haben, in diesem oder in einem früheren Leben. Der Sündenbock nimmt freiwillig die Schuld auf sich. Er übernimmt sogar die Verantwortung für Handlungen, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hat. Seine Opferhaltung führt dazu, dass die Mitmenschen ihre Aggressionen, Konflikte, Ängste und Missempfindungen bei ihm abladen. Der Sündenbock ist damit auf seltsame Weise zufrieden und die anderen Menschen fühlen sich auch besser. Er merkt nicht, dass eine tiefgehende Angst vor Wertlosigkeit hinter seinem Verhalten steckt. Ein mögliches Erkennungsmerkmal des Sündenbocks ist seine geprügelte Haltung und Ausstrahlung. Zudem klagt er darüber, wie schlecht er von den Mitmenschen in der Vergangenheit behandelt wurde. Gleichzeitig zeigt er aber auch Verständnis für ihre Boshaftigkeit. Eine stark problematische Ausprägung des Sündenbocks ist seine Tendenz zur Selbstbestrafung. Zudem könnte er die Wahnvorstellung entwickeln, die Welt zu retten oder heilig zu sein. Der zweite Untertyp des Angstmerkmals Märtyrertum ist das Sonnenscheinchen. Das Sonnenscheinchen ist liebenswürdig, fröhlich und hilfsbereit. Es versucht, die Mitmenschen glücklich zu machen.
So könnte es beispielsweise kranke und pflegebedürftige Familienangehörige versorgen. Das Sonnenscheinchen erlaubt sich nicht, krank zu sein und sich schwach und müde zu fühlen. Es darf andere Menschen nicht belasten. Zudem fordert es für seine Taten keine Gegenleistung. Seine zwanghaften Handlungen haben das Ziel, die Angst vor der eigenen Wertlosigkeit hinter einer fröhlichen Fassade zu verstecken. Das Sonnenscheinchen könnte durch seine Handlungen wenig Wertschätzung ernten, weil sie als selbstverständlich und teilweise sogar als lästig empfunden werden. Es neigt dazu, seine Mitmenschen von ihm abhängig zu machen. Außerdem hat es Probleme, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Mögliche Erkennungsmerkmale des Sonnenscheinchens sind die Vernachlässigung des Äußeren, ständige Fröhlichkeit und schwierige Familienumstände. Stark problematische Ausprägungen des Sonnenscheinchens sind das Durchleben von Nervenzusammenbrüchen, psychosomatische Belastungen, chronische Müdigkeit und Depression. Der dritte Untertyp des Angstmerkmals Märtyrertum ist das tapfere Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein empfindet eine starke Armseligkeit. Diese kompensiert es, indem es ein unrealistisches Selbstbild konstruiert. Es tendiert zu Größenfantasien, Aufwertung und Überhöhung des eigenen Selbst. Im Zuge dessen will es Übermenschliches vollbringen und stärker und tapferer als alle anderen sein. Das tapfere Schneiderlein prahlt gerne von seinen Heldentaten, beispielsweise vom Helfen sozial Benachteiligter, vom Retten von Menschenleben und seinen Leistungen in der Arbeit. Es möchte möglichst viel Bewunderung erhalten und ist deswegen auf der Suche nach Menschen, die ihm Anerkennung zollen. Seine Mitmenschen fühlen sich in seiner Anwesenheit schnell minderwertig und könnten auf Dauer seine Gesellschaft meiden. Mögliche Erkennungsmerkmale des tapferen Schneiderleins sind markante und extravagante Kleidung und eine pfauenhafte und aufgeblasene Ausstrahlung. Stark problematische Ausprägungen des tapferen Schneiderleins sind eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und die Dramatisierung und Einbildung von Krankheiten. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob du dich dem Märtyrertum und einem Untertypen zugehörig fühlst. Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Als nächstes werde ich die Hauptangst Märtyrertum zu den möglichen Nebenängsten in Beziehung setzen. Sie hat nämlich für jede der gewählten Nebenängste eine unterschiedliche Ausprägung. Deswegen fasse ich im Folgenden die 6 verschiedenen Kombinationen mit der Nebenangst zusammen, also mit Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Starrsinn, Gier, Hochmut und Ungeduld. Hast du deine Hauptangst bereits identifiziert, kannst du möglicherweise deine Nebenangst durch die Schilderungen der Hauptangst-Nebenangst-Beziehungen reflektieren. Als erstes gehe ich auf die Kombination aus der Hauptangst Märtyrertum und der Nebenangst Selbstverleugnung ein. Die Menschen haben sowohl Angst vor Wertlosigkeit als auch Angst vor Versagen. Das Märtyrertum führt zu einem ständigen Arbeitsdrang. Die Selbstverleugnung verhindert, dass die Leistungen bemerkt werden. Die Menschen mit dieser Kombination erzeugen in sich eine innere Abwehrhaltung. Diese bewirkt, dass sie auf Dauer immer weniger Anerkennung und Dank erhalten. Selbst wenn sie Wertschätzung bekommen, dringt diese nicht zu ihrem Bewusstsein durch. Zudem neigen sie zur Entwertung des eigenen Selbst. Die zweite Kombination ist Hauptangst Märtyrertum und Nebenangst Selbstsabotage. Menschen mit dieser Angstkombination haben Angst vor Wertlosigkeit und Lebensfreude. Sie glauben, dass sie durch eine geringe Wertschätzung des eigenen Selbst eine größere Anerkennung durch ihre Mitmenschen erlangen können.
Die Selbstsabotage verhindert, dass sie Lebensfreude und Lebensglück an ihrem selbstlosen Verhalten empfinden. Die Menschen könnten zur Auffassung kommen, dass sie die ersehnte Beachtung und Wertschätzung anderer Menschen durch Schädigung des eigenen Selbst erhalten. Durch Krankheiten, Unfälle und Depression werden sie aber vermutlich keine Wertschätzung erlangen, sondern Schuldzuweisungen und Vorwürfe. Die dritte Kombination ist die Hauptangst Märtyrertum und Nebenangst Starrsinn. Die Menschen empfinden Angst vor Wertlosigkeit und Angst vor Unberechenbarkeit gleichzeitig. Das Märtyrertum führt zum Leiden an starken Schuldgefühlen. Der Starrsinn verhindert eine Verbesserung und Veränderung des Zustands. Die Menschen werten sich stetig selbst ab und begründen das mit der Angst vor dem Verlassenwerden. Darüber hinaus verhalten sie sich so, dass auch ihre Mitmenschen sie abwerten. Sie halten ihr Angstverhalten für normal und sehen keinen Anlass darin, es abzuändern. Zudem kommen sie zu der Auffassung, dass ihre Lebensumstände sich durch verbissenes Streben wie von selbst ändern könnten. Deswegen verharren sie häufig in entwürdigenden und schädigenden Lebenssituationen aus. Währenddessen hoffen sie ständig auf eine Verbesserung. Hauptangst Märtyrertum und Nebenangst Gier ist die vierte Kombination. Die Menschen empfinden Angst vor Wertlosigkeit und Angst vor Mangel. Das Märtyrertum zwingt sie in eine Opferrolle und führt zur negativen Einschätzung des Selbstwerts. Die Gier verursacht ein Verlangen, immer mehr besitzen zu wollen. Zusammen entsteht eine resignierende und unzufriedene Haltung dem Leben gegenüber. Die Menschen haben das Gefühl, in einer Mangelsituation zu leben. Sie glauben daran, dass sie nichts anderes verdient haben. Außerdem könnten sie zwischen zwei Extremen schwanken. Auf der einen Seite könnten sie zu viel wollen und daher zu wenig bekommen. Auf der anderen Seite könnten sie zu wenig für sich fordern. Das kann daran liegen, dass sie Schuldgefühle, Ablehnung und Strafe befürchten. Hauptangst Märtyrertum und Nebenangst Hochmut ist die fünfte Kombination. Hier mischt sich die Angst vor Wertlosigkeit mit der Angst vor Verletzung. Das Märtyrertum erzeugt einen mangelnden Selbstwert. Der Hochmut braucht das Gefühl, etwas Besseres als andere zu sein. Also verursacht die eine Angst eine Erniedrigung in den Menschen und die andere Angst eine Erhöhung. Dadurch möchten die Menschen edelmütiger und selbstloser als alle anderen wirken. Deswegen arbeiten sie sehr angestrengt an ihrem Selbstbild und geben sich keine Blöße. Deckt man ihre Schwächen aber einmal auf, brauchen sie vermutlich lange, um sich von ihrer Scham wieder zu erholen. Hauptangst Märtyrertum und Nebenangst Ungeduld ist eine Kombination aus zwei gegensätzlichen Energien, die sich beide auf der Aktionsebene befinden. Die Menschen haben Angst vor Wertlosigkeit und Zeitversäumnis gleichzeitig. Das Märtyrertum bewirkt in ihnen den Drang, sich als besonders wertvoll zeigen zu müssen. Die Ungeduld führt zur Befürchtung, nicht genügend Zeit für die Erfüllung von Aufgaben und Plänen zu besitzen. Diese beiden aktionistischen Ängste verursachen ein ständiges Angetriebensein und eine starke Ruhelosigkeit. Menschen mit dieser Kombination verplanen sich aufgrund der Ungeduld jede freie Minute ihres Lebens und gönnen sich aufgrund des Märtyrertums keine Entspannung und Freizeit. Das kann zur kompletten psychischen und körperlichen Erschöpfung führen.
3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Hauptangst Märtyrertum sind Michael Jackson, Elisabeth Kübler-Ross und Nelson Mandela. Und 3 Beispiele für die Nebenangst Märtyrertum sind C.G. Jung, Mahmoud Ahmadinejad und Elvis Presley. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das Angstmerkmal Märtyrertum hast oder es zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit dem Märtyrertum gesammelt hast, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypen-Handbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.